Hallo, hier ist Meini. Guck dir mal bitte dieses perfekte Croissant an. Du willst deine Croissants auch so perfekt hinkriegen? Dann bist du hier genau richtig. Ich verspreche dir, dass du nach diesem Video solche Buttercroissants, Käsecroissants, Schokocroissants und auch Chorizo-Croissants machen kannst und wie du mit den Teigresten richtig geile Franzbrötchen hinkriegst. Ja, dieses Rezept ist etwas anspruchsvoller, hat aber das Potenzial, alle anderen Plunderteigrezepte in den Schatten zu stellen. Warum? Weil ich euch Tipps und Tricks verraten werde, die ihr woanders nicht bekommt. Beginnen wir mit dem Teig. 300 ml kalte Milch, 20 Gramm Würfelhefe, 2 Teelöffel Salz, 3 Esslöffel Zucker und 500 Gramm Mehl direkt in die Rührschüssel geben und 8 bis 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig rühren. Am besten mit der Maschine. Diesen Teig rollen wir jetzt leicht aus, weil er gleich für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank wandert und im ausgerollten Zustand schneller kalt wird. Jetzt nehmen wir 300 Gramm Butter und stellen Ziehbutter her. Aus meinem Blätterteig-Video wissen wir, dass Ziehbutter Butter ist, das mit etwa 10% Mehlanteil ausgerollt wird. Also Butter klein schneiden, maximal 30 Gramm Mehl drüber streuen und am besten in einer Frischhaltefolie zu einem Rechteck formen. Somit wäre die Ziehbutter fertig und wandert jetzt ebenfalls für 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach 2 Stunden holen wir unseren Teig aus dem Kühlschrank raus und rollen ihn etwas aus. Gleich kommt die kalte Ziehbutter rein und dann wird der Teig verschlossen und touriert, übereinander geschlagen. Der ein oder andere fragt sich jetzt, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Plunderteig und Blätterteig? Der Unterschied liegt nicht nur darin, dass im Blätterteig keine Hefe verwendet wird, im Plunderteig aber schon, sondern auch darin, dass der Blätterteig zweimal einfache und zweimal doppelte Touren hat, der Plunderteig aber nicht. Genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Den kalten Teig rollen wir jetzt in die Länge aus, damit wir ihn tourieren können. Die erste Tour wird eine doppelte Tour sein. Das heißt, aus beiden Ecken wird der Teig in die Mitte geschlagen und dann wieder zugeschlagen, als würden wir ein Buch schließen. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Das meiste habt ihr schon geschafft. Der Teig wandert jetzt für weitere 30 Minuten in den Kühlschrank. Das ist deswegen so wichtig, weil die Butter im Teig nicht warm werden darf. Wenn sie warm wird und schmilzt, verklebt sie mit dem Mehl und wir bekommen später keine feinen Schichten. Denn dieser Teig funktioniert so, dass die Feuchtigkeit des Teiges und der Butter beim Backen verdampft und nach oben steigt. Dieser Vorgang presst sozusagen die Teigschichten auseinander. Das ist der Grund, warum man einen Plunderteig direkt aus dem Kühlschrank in den Ofen schieben muss. Also, den abgekühlten Teig rollen wir jetzt wieder in die Länge aus und machen jetzt eine einfache Tour. Eine Seite zur Mitte klappen, die andere Seite draufklappen. Jetzt ist unser Plunderteig fertig. Wir werden also keine weiteren Touren mehr machen, weil jede weitere Tour dafür sorgen würde, dass der Teig zu viele schwere Schichten hat und beim Backen innen roh und nass bleibt und außen zu dunkel wird. Der Teig wandert jetzt wieder für 30 Minuten in den Kühlschrank, wird dann etwa 8 mm dick ausgerollt und in Eiffelturm ähnliche Stücke geschnitten. Mit der Hand kann man diese Stücke noch etwas lang ziehen, aber bitte aufpassen, dass innen drin die Butter oder die Teigschicht nicht gerissen wird. Das Ganze sollte schnell ablaufen, damit die Butter im Teig nicht warm wird. Die Croissants kann man dann anschließend von der breiten bis zur schmalen Seite hin aufrollen. An dieser Stelle könnt ihr sie zum Beispiel mit Schokolade füllen. Bei dem einen hier habe ich mich für eine Chorizo-Füllung entschieden. Ein wichtiger Hinweis, dieses Einschneiden hier, das in vielen YouTube-Videos gezeigt wird mit dem Kommentar, dass das die Croissants größer und dicker macht, das stimmt nicht. Ich habe das einige Male ausprobiert. Jetzt legen wir unsere Croissants auf ein Backblech und stellen das Ganze mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Noch besser wäre es über Nacht bzw. 24 Stunden. Den Backofen heizen wir auf 230 Grad Ober- und Unterhitze, keine Umluft, holen erst dann die kalten Croissants aus dem Kühlschrank raus, besprühen bzw. bepinseln vorsichtig mit Eigelb, legen Schnittkäse, zum Beispiel Tilsiter drauf, wenn wir Käsecroissants haben wollen, und schieben die kalten Croissants in den Backofen. 20 Minuten brauchen die Croissants auf jeden Fall. Käsecroissants vielleicht ein paar Minuten länger. Achtet bitte darauf, dass die Käsecroissants Abstand zu den anderen Croissants haben oder auf einem anderen Blech sind, weil der schmelzende Käse viel Feuchtigkeit
Feuchtigkeit verliert, das will man nicht unbedingt im Schokocroissant drauf haben. Wenn ihr Schokolade auf die Croissants haben wollt, dann bitte Kuvertüre auf einem Wasserbad bei etwa 28 Grad temperieren und die Croissants eintauchen bzw. verfeinern. An dieser Stelle würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und zeige euch jetzt fix, wie ihr die Franzbrötchen macht. Die Teigreste aufeinanderlegen und ausrollen. 1 Teelöffel Zimt mit 3 Teelöffel Zucker vermischen und auf dem Teig verteilen. Das Ganze schön aufrollen und in gleichmäßig große Stücke schneiden. Dann nehmt ihr einen Holzlöffel und presst den Teig hier in der Mitte nach unten durch, bis diese schöne Form entsteht. Für ein paar Minuten in den Ofen schieben und fertig.